Graue, ich liebe euch. Follower, ich liebe euch. Heute ist der Walle ganz in schwarz-weiß, sagt der Araber. War wieder alles ausgeschwarzelt. Andreas, dein Triank ist blütenweiß. Blütenweiß. Blütenweiß und ist abgeführt worden. Der Hammer. Ne? Mein Triank sei blütenweiß, gell? Und ich sag, oe, 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 oa. Oe, 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 oa. Für meine Damen trage ich gern weiß, gell? Ich für mich, ich habe zu dunkel gehalten. Mal, weil die Farben sind dann ausgegangen. Irgendwo. In irgendeiner Zeit. Die haben nur noch dunkel gehabt. Das fällt halt auch auf. Ne? Das Leben ist halt weiß und laut. Dann muss man klarkommen. Das Schwarze ist das dunkle Universum, das sich um uns wandert. Warte mal. Also Merkel, Friesen, Bayreuther, Baumpflege. Netter Kerl. Gell? Und dem mache ich jetzt ein Holz. Der hat gesagt, ich kriege schon in mein Holz. Wann auch immer. Ne? Ja, das schauen wir mal. Den habe ich jetzt auch gehalten, das war ein Gärtner. Der hat aber nur Sträucher jetzt drauf, hat er gesagt. Mensch, jetzt hast du nur Sträucher. Da habe ich gesagt, hast du ein Spielzeug? Na, auch nicht. Na, jetzt mache ich Bayreuther Baumpflege, Friesen mache ich jetzt ein Holz, dafür, dass wir so ein nettes Bläuchen haben. Ja, ja. Ja, so schnell geht es. Ne? Das ist, man muss in Verbindung bleiben. Es ist nicht einfach manchmal, weil diese Social Distancing, was heißt denn das? Ja. Weiß ich nicht, brauche ich das? Will ich das? Muss ich das haben? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Und jetzt fällt mir das nicht ein, und das in meiner Gasse. Die zaubern mich noch Vergissli und berühren mich am Rücken, um mir Rückenschmerzen zu induzieren. Gell? Rückenschmerzen. Das könnte schon hier das Haus sein. Ja. Naja, und dann müssen wir schauen, weil quer über der Zeit ist der Etagenbau, wo die Magier hocken, die dich dern. Das weiß man ja nicht. Das weiß man nicht. Ja. Und ja, Social Distancing, so eine nicht so schöne Sache. Ne? Irgendwas habe ich sagen wollen, ich habe es vergessen, Leute. Die zaubern noch ein wenig komisch. Ja. Ach Leute, in Schwarz-Weiß gehe ich heute für den Frieden. Weil Grau ist auch schön. Aber ich muss ihn nicht immer haben. Ne? Bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, der weiß rumläuft noch. Die Weißen, die haben hier überfallen, ne? Und haben das Messkredit gebracht. In den 60ern sind dann die Farben ausgegangen. Da sind wir nur noch grau-schwarz rumgelaufen. Ja. Was liegt denn da? Ah, Hundetüdler. Ah, Hundetüdler. Kann man brauchen. Ja. So, ach, die Versicherung. Moment einmal. Ich schau mal schnell was, bis gleich. So, jetzt ist mir wieder eingefallen. Und zwar, wer nicht wirbt, der stirbt. Wer nicht wirbt, der stirbt. Guten Tag. Und das zweite ist, Klappern gehört zum Geschäft. Und ich klapper jetzt für meine Mitwirkenden. Ah, ist das schön. Ist das schön. Also Klappern gehört zum Geschäft. Wer nicht wirbt, der stirbt, gibt es einen Spruch.
Jetzt haben wir kennengelernt den Friesen. Dann noch einen Vornamen sage ich nicht. Und noch eine Firma, das werde ich noch beleuchten. Das wird eine schöne Sache. Na, und das haben sie nicht verhindern können. Was willst du mit einem machen, der sein Geschäft immer mit sich führt? Auf dem Zettel das gesamte Geschäft erklärt. Und mit Visitenkarten zu den Nachbarn kann. Den kannst du nicht mehr so richtig rausdrücken. Verstehst? Jetzt haben sie mich wieder ländlich gestellt. Da musste ich dann über Land gehen mit Wanderstehen. Über Land geht es auch von Bauernhof zu Bauernhof. Oder als Obdachloser in Frankreich mit vielleicht ein wenig singen. Verstehst? Genauso ist es halt mit den Sachen, die sich befinden als richtig. Vergiss ich wieder was. Das ist scheußlich. Ehrlich. Bechert. Strom. Der bechert. Ja. Den informiere ich immer. Per E-Mail. Wo wir stehen. Das war der Einzige, der sich mir noch gewidmet hat, war nach unsaglich Gang. War der Elektriker. Der hat gesagt, hallo, telepathisch frei am Elektrokasten. Andreas, du stehst neben mir. Ich habe einen Schraubenzieher. Und du tust mir nichts, das weiß ich. Aber während ich dir das sage, sagt mir jemand, es mich umbringen will. Ich sage nicht, wer es war. Und dann frage ich mich nur, wie geht das? Und dann sagt er, Arbeitslose regieren diese Welt. Und dann schreibe ich dem Elektriker, was gelaufen ist. Und der erfährt, in was für einem Gatter wir leben. Ihr dürft euch nicht alles gefallen lassen. Wenn es gegen eure innere Moral, die innerliche Kündigung könne auslösen, dann lasst ihr die Feder fallen. Wir können uns nicht so treiben. Ich sage bis später.